Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute nochmal ein kleines bisschen Servicearbeiten am Audi. Der entsprechende Ölfilter ist jetzt da, habe ich mir bestellt. Da ist hier die kompatible Version HU7005X. Und davon habe ich mir jetzt mal gleich zwei bestellt, dass ich wieder einen auf Lager habe. Und ich hatte ja beim letzten Ölwechsel, wie gesagt, keinen Filter mehr vorrätig. Das heißt, wir tauschen den jetzt heute. Die Filterposition ist so schlecht wie eh und je. Ich habe das da schon mal so grob vorbereitet, damit ihr das so ungefähr mal sehen könnt. Weil wenn ich den jetzt nachher rausschraube, da ist zu wenig Platz, als dass ich das sinnvoll filmen kann. Dort unten sitzt der Ölfilter, der ist hier verdeckt von diesem Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung. Den müsst ihr so ein bisschen zur Seite schieben. Wenn euer Schlauch schon alt ist, passt da auf, die werden porös und brechen. Den habe ich ja bereits erneuert. Des Weiteren, ihr seht, dass da drunter ist nochmal ein Schlauch, den müsst ihr auch ein bisschen wegschieben. Also die Position ist einfach super nervig. Was braucht ihr? Eine 32er Ölfilternuss. Damit ihr den gelöst bekommt. Oben auf dem Deckel ist eben ein passender Anschluss für eine 32er Nuss. Das ist das eine, was ich heute machen möchte. Und dann beim letzten Video, ich hatte es ja erwähnt, die Luftfilter, die möchte ich heute auch erneuern. Die habe ich auf jeden Fall da. Ich dachte mir jetzt einfach, wenn ich den Ölfilter mache, kann ich ja die beiden Luftfilter auch noch schnell wechseln. Das ist ja dann in einem Aufwasch erledigt. Ich wollte ja eigentlich noch mal ein kleines Update-Video zur Halle geben. Ich war aber leider am 25. und 26. bisschen ausgenockt. Die erste Erkältung, die mich seit der Corona-Zeit mal wieder erwischt hat. Es waren so viele Jahre ohne Erkältung. Es war echt schön, ich habe es nicht vermisst. Jetzt hatte ich aber 25. 26. mir was eingefangen. Lag dann mit Fieber 2 Tage im Bett. Jetzt ist noch so ein bisschen rumgehuste, aber ja, bin halt noch nicht ganz fit. Deswegen bin ich nicht ganz so weit gekommen, wie ich wollte. Und deswegen schieben wir jetzt heute nochmal den Service ein. Muss ja gemacht werden. Und ja, dann habt ihr das auch nochmal gesehen. Wie gesagt, ich hatte ja sowohl schon mal Ölfilter im Videotausch festgehalten als auch Luftfilter. Aber das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Deswegen denke ich, schadet das nicht, wenn ich das nochmal auffrische. Insofern genug der Worte. Jetzt packe ich euch in den Zeitraffer und dann werde ich erstmal den Ölfilter abschrauben, den tauschen und dann kümmern wir uns um die Luftfilter. So, die Kamera hat leider wieder gestreikt. Ich hatte auf Aufnahme gedrückt und sie hat es beim Einsetzen des Ölfilters nicht aufgenommen. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, ich muss jetzt irgendwie immer 20 Mal kontrollieren, ob die Kacke auch wirklich aufnimmt. Tut mir wirklich leid. Aber mir ist heute beim Service was Interessantes aufgefallen. In der Vergangenheit hatte ich ja immer mich beschwert, dass das so doof ist, diesen Ölfilter einzusetzen. Zum einen, es ist doof, weil da einfach wenig Platz ist. Das andere ist dieser Nippel. Der muss ja in das vorgefertigte Loch unten im Ölfiltergehäuse. Und ich hatte es bisher immer so gemacht, dass ich das wirklich versucht habe, genau da anzusetzen, weil meine Befürchtung war, dass das dann sich daneben dreht und dann vielleicht verklemmt oder kaputt geht oder wie auch immer. Und heute ist mir was aufgefallen, als ich mir das Loch genauer angeschaut habe. Und zwar, wenn ihr euch jetzt vorstellt, dieser Kreis hier sei das Loch, dann ist es so, dass auf der einen Seite so ein Steg weggeht und auf der Seite, also auf der rechten Seite, ist der Steg deutlich höher als auf der linken Seite. Was wiederum bedeutet, wenn wir den Ölfilter einsetzen und wir setzen den sozusagen ja, im Idealfall knapp vor den Steg, also wie gesagt, wenn hier der Steg ist und hier die flache Seite des Steges und wir setzen den Ölfilter so ein, dass der Nupsi nicht ideal auf dem Loch ist, dann sorgt die Rotation des Ölfilterdeckels, wo ja der Filter eingesteckt ist, dafür, dass sich der Filter in Richtung des Lochs dreht und entweder dann direkt reinrutscht,
sollte er nicht direkt reinrutschen, kann er sich auf jeden Fall nicht weiter drehen, weil hier dieser Steg ist, der erhöht ist. Und an diesem Steg bleibt dann die Nase hängen, sodass die Nase immer in der richtigen Position ist. Also da hat sich tatsächlich jemand was dabei gedacht. Das ist mir aber erst jetzt aufgefallen. Deswegen zur Info für euch. Wenn ihr den platziert die Nase sozusagen vor dem Steg, also ein bisschen neben dem Loch, und durch das Reindrehen, durch das vorsichtige Reindrehen mit der Hand, sorgt es automatisch dafür, weil da dieser Steg ist, dass die Nase nur in das Loch kann. Das nur so als Info am Rande. Das ist wie gesagt der alte Filter. Der war jetzt, ich glaube, 15.000 Kilometer drin. Also der war jetzt wirklich fällig, dass ich den wechsle. Ich habe beim Abmachen wieder unheimlich kämpfen müssen. Also der verklemmt sich hier oben extrem und ich habe es auf der Kamera nicht gelöst bekommen. Ich musste mit beiden Händen und mit dem Knie ein bisschen gegendrücken, um den aus dem Deckel wieder rauszukriegen. Deswegen konnte ich es leider nicht einfangen. Also der ist echt störrisch. Am besten, wie gesagt, mit 2 Händen und dann so erst in eine Richtung und dann in die andere Richtung raushebeln. Beim Reinsetzen ist es auch wieder ähnlich sperrig. Dann habt ihr gesehen, ich habe den Dichtungsring erneuert. Hier ist jetzt nur der eine Dichtungsring zu erneuern, da an dem Filter selbst, hier unten an dem Nupsi, bereits ein Dichtungsring installiert ist. Das heißt, den muss man nicht nochmal separat wechseln. Jetzt zeige ich euch einmal, wie es am Auto ausschaut. So, ich habe hier übrigens auch den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung hier oben gelöst. Ich wollte ihn eigentlich auch da unten lösen. Ja, da unten an dem Anschluss. Da habe ich es aber nicht geschafft, weil da wieder so wenig Platz ist und ich wollte mir jetzt auch nicht die Finger brechen, deswegen habe ich es da dran gelassen. Hier habe ich ihn gelöst, damit ich den Schlauch ein bisschen weiter hier nach links bekomme, um da mehr Platz zu haben am Ölfiltergehäuse. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt wieder drin und festgezogen mit 25 Newtonmetern, das passt. Jetzt werde ich hier das wieder anklipsen, hier unten nochmal kontrollieren, dass das ordentlich sitzt, weil ansonsten läuft er ja unrund wegen Falschluft. Und ja, das Eklige ist halt hier, diese Geschichte mit den Schläuchen. Theoretisch könnte man die lösen. Das wollte ich jetzt aber nicht machen. Das mache ich dann bei der nächsten größeren Aktion mal, weil, ja, habe ich einfach Sorge, dass ich es dann nicht mehr richtig festkriege oder wie auch immer. Das heißt, den Schlauch bestelle ich mir einfach neu. Und dann, wenn da was kaputt geht beim Abmachen, kann ich den einfach gleich ersetzen. Ansonsten, wenn man den hier löst, ne, dann hätte man ein bisschen mehr Platz, dann geht das viel komfortabler. So ist es halt immer ein bisschen ein Gefummel. Genau, das war's zum Ölfilter und jetzt hätte ich gesagt, widmen wir uns den Luftfiltern. Dafür nutze ich hier von MAN oder beziehungsweise von Mann C1677. Die sind kompatibel, die hatte ich auch schon verbaut. Das sind auch, glaube ich, die jetzt aktuell verbaut sind. Was müssen wir machen? Wir müssen hier die Schelle lösen, vielleicht auch die Schelle da drüben, muss ich mal gucken. Hier drüben müssen wir aufpassen. Da geht so ein Bypass-Schlauch an den, wo kann man es sehen? Da kann man es jetzt sehen, ich versuche es zu highlighten in der Videobearbeitung. Da geht so ein Bypass ab, das heißt, wenn wir jetzt hier wild dran rumziehen, kann es sein, dass uns der Schlauch abbricht, da müssen wir halt aufpassen. Das ist, glaube ich, auch der Schlauch, der zur Kurbelgehäuseentlüftung geht teilweise. Ich kann es jetzt nicht erkennen, hier schon wieder Schlangengrube. Ne, der geht woanders hin. Okay, ja gut. Auf jeden Fall müsst ihr aufpassen, dass der nicht runterrutscht, weil sonst habt ihr wieder Falschluftprobleme. Also die Schelle hier lösen. Dann dieses Stück rausnehmen, das seht ihr gleich, die kann man einfach rausklipsen. Und dann haben wir hier verschiedene Kreuzschlitzschrauben ringsherum. Da unten waren, glaube ich, auch nochmal, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwo welche. Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, müssen wir dann gucken. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, hier oben sehen wir ja die offensichtlichen, diese da und diese. Und da vielleicht ist dann auch noch hier drunter irgendwo eine. Sehen wir, wenn wir die Sachen abgebaut haben. Das Ganze auf beiden Seiten und dann müssten wir da an die Filter rankommen. Ich packe euch jetzt in den Zeitraffer und dann schauen wir mal, wie das läuft dieses Mal.
So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was gesehen. Ich habe jetzt doch den kompletten Schlauch noch abgebaut. Sonst wäre das hier einfach nicht wirklich schön gewesen zum Arbeiten. Dann habt ihr gesehen, ich habe ausgesaugt. Ich hatte ja bei dem anderen Video, ich verlinke euch das mal oben, wo ich den initial sauber gemacht habe, habe ich ja alles zerlegt und alles gereinigt. Und wenn wir uns das jetzt angucken, sieht das immer noch sehr, sehr sauber aus im Deckel. Wenn ihr euch das Video anschaut, wo ich das erste Mal sauber gemacht habe, das ist ja kein Unterschied oder ist ein riesiger Unterschied zu jetzt. Dann da unten, wo sozusagen dann die Luft angesaugt wird, die Frischluft. Da habe ich jetzt auch ausgesaugt, da waren jede Menge Insekten, so große Bienen, Wespen, Hornissen, keine Ahnung. Außerdem war unten auch ein bisschen so Salzablagerung, die habe ich jetzt auch entfernt. Und dann ist es so, ist der Luftfilter, das ist jetzt der alte, ja, war halt schon notwendig, dass wir den mal wechseln. Der ist hier einfach so reingeklipst, das heißt, hier die offene Seite geht hier an diese Frischluftzufuhr und der wird dann da unten drin abgestützt. Ich klemme jetzt den neuen da rein und dann können wir es wieder festmachen. Noch als Info, es waren nicht nur ein Schlauch, es waren 2 Schläuche, die hier dran sind. Wir haben also einmal diesen kleinen, ne? Oder was heißt klein, der ja, hat halt einfach einen anderen Anschluss. Der kommt hier unten hin, ich glaube vom Durchmesser sind die beide identisch. Also der hier kommt an den unteren Anschluss und der hier hinten, das ist ein bisschen schlecht zu sehen jetzt, aber da ist der Nupsi, der kommt hier an den oberen. Die Flächen werde ich jetzt auch nochmal reinigen, bevor ich das dann wieder ansetze und zusammenbaue. Ich glaube, auf der anderen Seite haben wir diesen Quatsch nicht. Genau, da sehe ich jetzt keine Schläuche. Mal gucken, ob das auch so bleibt, wenn ich es abbaue. Also auf der Seite müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die abmacht. Ne? Also hier, die haben ja immer jeweils, schön, dass der jetzt wegrollt, die haben ja jeweils hier immer so Stellen, wo die so geriffelt sind. Und an diesen Stellen müsst ihr sie greifen, zusammendrücken ein bisschen, nur ein bisschen. Und dann müsst ihr sie abgezogen bekommen. Es ist wie alles, natürlich würde man sich wünschen, dass es etwas besser und einfacher geht. Aber ja, wenn man an den geriffelten Stellen drückt und dann ein bisschen dran zieht, sollte es problemlos funktionieren, ohne dass sie brechen oder reißen. Aber klar, eine Schlauchstelle wäre natürlich irgendwie, sag ich mal, ja, einfacher zu montieren und demontieren. Wobei einfacher auch wieder die Frage ist, bei dem ganzen Schlangengewustel kommt man dann an die Schlauchstelle ran, ja oder nein. Hier fällt mir auf, hier fehlt scheinbar eine Schelle. Das ist aber nicht so schön. Da muss ich mich gleich mal drum kümmern, was denn da passiert. Da hätte eigentlich oder gehört eigentlich meinem Verständnis nach eine Schelle hin. Das schaue ich mir auch noch gleich an. Jetzt packe ich aber erstmal den neuen Luftfilter rein, baue das wieder zusammen und dann gucke ich, dass ich da noch eine entsprechende Klemmschelle finde, die ich da drumherum machen kann, weil so soll das ja nicht sein. So, also ich mache das kurz in Stillarbeit hier, Filter einsetzen und dann bauen wir das wieder zusammen. So, jetzt habe ich hier wieder zusammengebaut, die Schellen wieder festgezogen. Normalerweise sind hier 3 Schrauben, habe ich gesehen. Bei mir ist eine tatsächlich unterhalb von diesem Ansaugschlauch, ist die tatsächlich weg. Die wollte ich, glaube ich, nachbestellen in dem Video, was ich euch verlinkt habe. Das habe ich wohl vergessen. Aber nee, ich habe versucht, sie nachzubestellen und die Info war, dass die ja hier in das Gehäuse ja, eingepresst sind. Das heißt, die Schraube konnte ich so nicht nachbestellen. Ich hätte nur das ganze Gehäuse nachbestellen können, das war damals nicht lieferbar, aber es ist ein guter Reminder, da muss ich mir jetzt nochmal schlau machen, ob es diese
Gehäuse jetzt wieder lieferbar gibt, dann würde ich mir da nochmal 2 zur Seite legen. Ansonsten, die Schläuche hier hinten habe ich jetzt wieder angeschlossen, die beiden, sowohl den unteren als auch hier den oberen. Der obere ist immer so ein bisschen, ja, da weiß ich nie so richtig, sitzt der oder sitzt der nicht. Hier habe ich jetzt eine Schlauchstelle drum gemacht, dass das wieder ordentlich sitzt. Ich hätte theoretisch auch so eine Klemmschelle gehabt, allerdings nur so Universal-Klemmschellen. Und dann war mir das Risiko ein bisschen zu hoch, dass ich da vielleicht dann die falsche nehme. Jetzt hätte ich gesagt, mache ich hier noch in Stillarbeit die zweite Seite. Dann mache ich noch mal ein bisschen sauber. Ihr seht ja durch den Wintereinsatz, da auch vielen Dank an unseren Staat dafür, dass wir so viele Steuern zahlen und die Straßen nicht geräumt sind. Das ist hervorragend. Ja, mache ich das wie gesagt noch in Stillarbeit, dann putze ich ein bisschen und dann schauen wir uns das Endergebnis nochmal an und dann starten wir die Karre mal und gucken, ob ich alles richtig gemacht habe, beziehungsweise ich muss ja dann auch nochmal, wenn Öl durch den Ölfilter gelaufen ist, den Ölstand nochmal kontrollieren. Also es geht dann gleich weiter mit dem finalen Überblick und dann dem ersten Start nach Ölfilterwechsel und Luftfilterwechsel. So, jetzt doch nochmal ein kurzes Status-Update und zwar auf der Fahrerseite, das ist ja hier jetzt die Fahrerseite. Ihr könnt euch ja vielleicht erinnern, dass ich in einem der letzten Videos, wo ich den Ölwechsel gemacht habe und den Service zurückgestellt, ich ja erwähnt habe, dass ich seit einiger Zeit die Airbag-Leuchte habe. Und der Fehler laut Steuergerät liegt an einem defekten Crash-Sensor auf der Fahrerseite. Und den habe ich jetzt gerade gefunden und zwar hier. Die habe ich auch schon bei Audi bestellt, die müssten demnächst kommen. Ich habe mir gleich 2 bestellt, weil ich dachte mir, wenn jetzt der auf der Fahrerseite als defekt gekennzeichnet ist, gibt vielleicht auch der Beifahrersensor irgendwann auf. Ich versuche mal mit ein bisschen Licht. So, also hier dieser braune Sensor mit dem gelben Stecker. Da werde ich jetzt nicht dran rumfummeln, denn die Batterie ist ja angeklemmt. Aber wenn der dann da ist, dann werde ich den hier nochmal tauschen. Und mit etwas Glück ist dann meine Airbag-Leuchte weg. Also als Info für euch, Crash-Sensor für die Front ist eben hier unterhalb von diesem Schlauch oder unterhalb von diesem Ansaugstückchen, was ich da oben ausgebaut habe. Unterhalb von diesem Ansaugstückchen, da sitzt dieser Crash-Sensor. Wie gesagt, zum Tauschen auf jeden Fall die Batterie abklemmen. Das nicht machen, wenn da Strom drauf ist. Aber als kurze Nebeninfo, weil ich den jetzt gerade entdeckt habe und ich den ja demnächst sowieso tauschen muss. So, jetzt hätte ich gesagt, ich habe hier schon alles rausgesaugt und auch rausgewischt. Das sieht wieder gut aus. Und jetzt packe ich da den neuen Filter rein, baue das wieder zusammen und dann, wie gesagt, geht es weiter mit dem ersten Start. So, ich habe jetzt wieder alles zusammengebaut und auch noch mal ein bisschen gereinigt. Ihr seht das hier, das sieht jetzt wieder deutlich besser aus. Dafür habe ich diese spezielle Pflegecreme von Meguiar verwendet. Die hatte ich ja auch schon beim Opel an der Stoßstange probiert und die fand ich eigentlich ganz gut. Es hebt natürlich nicht ewig, aber ja, sag ich mal, wenn man das zwischendurch ab und an mal macht, dann sieht das Plastik auf jeden Fall wieder etwas frischer aus. Ich denke, das kann man hier jetzt überall schön sehen, dass das deutlich frischer wirkt. So, dann hätte ich gesagt, ich setze mich mal rein und starte den Hobel mal und dann guck mal, was passiert. Ob alles funktioniert und dann muss ich natürlich nochmal Ölstand kontrollieren, wenn er dann eine gewisse Zeit gelaufen ist, weil sich ja jetzt der Filter erst wieder mit Öl füllen muss. Und ein bisschen was wird dann natürlich im Filter hängen bleiben. Das heißt, ein bisschen Öl werde ich wahrscheinlich entsprechend nachfüllen müssen. So, dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich ihn anlasse. Radio. So. Klingt erstmal okay. Läuft auch schön ruhig. Das ist, denke ich, erstmal absolut in Ordnung. Jetzt lasse ich ihn ein bisschen laufen. Sagen wir mal so 10 Minütchen. Und danach lasse ich ihn nochmal 5 Minuten stehen. Kontrolliere nochmal den Ölstand. Und werde dann eben bei Bedarf nochmal ein bisschen Öl nachfüllen. Aber aus der Erfahrung heraus ist es eigentlich immer so, dass ein frischer Ölfilter eine gewisse Menge an Öl aufnimmt. Und ich hatte das letzte Mal ja schön bis zur Mitte das Öl aufgefüllt. Das heißt, der wird jetzt dann wahrscheinlich leicht unter der Mitte stehen. Und dann muss ich halt wieder ein bisschen was nachkippen, nur 100, 200 Milliliter, je nachdem. Aber wie gesagt, jetzt lassen wir ihn erstmal in den normalen
Fahrbetrieb kommen oder beziehungsweise in den normalen Lauf. Wir haben ja jetzt gerade auch schon gemerkt, dass er aus der Kaltstartphase raus ist. In der Halle ist es ja Gott sei Dank nicht zu kalt. 12 Grad habe ich hier in der Halle. Das heißt, das Auto ist jetzt nie in dem absoluten Kaltstartbereich, was, denke ich, auch dem Fahrzeug an und für sich gut tut und natürlich auch den anderen Fahrzeugen. Und wie gesagt, ich lasse jetzt 10 Minuten laufen, 5 Minuten stehen und dann kontrolliere ich nochmal den Ölstand. Insofern sind wir fürs heutige Video durch. Wie gesagt, war jetzt nochmal so ein kleines Service-Video zwischendurch. Eigentlich nichts Neues, außer, wie gesagt, die Information oder die Sache, die mir heute aufgefallen ist, dass bei den Ölfiltereinsätzen man sich da nicht so große Gedanken machen muss. Einfach diesen Nupsi ein bisschen vor dem Loch platzieren und durch das Drehen und durch diese entsprechende Erhöhung auf der einen Seite kann der Nupsi gar nirgendwo anders hin, außer in dieses Loch. Also da müsst ihr euch gar nicht so viele Gedanken machen, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Das ist relativ idiotensicher, sage ich mal. So, insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Vielleicht gibt es dann im nächsten Video da hinten ein bisschen Update zum Chaos. Bis dahin euch eine gute Zeit und auch noch herzlich willkommen im neuen Jahr. Also bis bald. Ciao.